Wer sich mit der Sicherheit von Lebensmitteln beschäftigt, muss wissen, was im Essen steckt. Wir vom Bundesinstitut für Risikobewertung gehen der Frage nach, was wir in Deutschland mit unserer Nahrung aufnehmen. Antworten darauf soll unter anderem die Meal-Studie des BfR geben. Meal steht als Abkürzung für Mahlzeiten, für die Expositionsschätzung und Analytik von Lebensmitteln. Bei der BfR-Meal-Studie analysieren wir systematisch und umfassend, in welchen Mengen Stoffe in Lebensmitteln durchschnittlich enthalten sind. Dabei geht es sowohl um gesundheitlich förderliche Substanzen wie Nährstoffe und Vitamine, als auch um unerwünschte Stoffe wie zum Beispiel Dioxine, Schwermetalle oder natürliche Pflanzeninhaltsstoffe. Das Besondere an der Studie ist, dass wir die Lebensmittel so zubereiten, wie sie tatsächlich von den Verbrauchern verzehrt werden. Insgesamt untersuchen wir mehr als 90% der in Deutschland typischerweise verzehrten Lebensmittel. Beim Einkauf dieser Lebensmittel orientieren wir uns dabei an aktuellen Marktdaten und bereits vorhandenen Studien zum Verzehr von Lebensmitteln in Deutschland. Dadurch bilden wir in der BfR-Meal-Studie repräsentativ das Kaufverhalten in Deutschland ab. Die eingekauften Lebensmittel werden zu Gruppen, sogenannten Poolproben, zusammengefasst. Ein Pool besteht dabei aus vielen Einzelproben eines bestimmten Lebensmittels. Zum Teil werden mehrere Poolproben pro Lebensmittel angelegt, um Unterschiede nach Saison, Anbauweise oder Region zu untersuchen. Wir können dann zum Beispiel sagen, ob sich die Gehalte in der Milch im Sommer und Winter unterscheiden, ob wir Unterschiede im biologisch und konventionell angebauten Obst haben oder in Broten aus verschiedenen Regionen. Die Lebensmittel in der BfR-Meal-Studie bereiten wir so zu, wie sie tatsächlich gegessen werden. Denn auch bei der Zubereitung ändern sich die Lebensmittel und manche Stoffe, wie beispielsweise Vitamine, können zerstört werden. Andere Stoffe können aber auch während der Zubereitung hinzukommen. Wir bereiten die Lebensmittel in unserer Küche zu, homogenisieren sie in den erwähnten Pools und untersuchen sie im Labor auf ihre Inhaltsstoffe. Die BfR-Meal-Studie ist insgesamt auf 7 Jahre angelegt und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert. Selbstverständlich werden wir Sie fortlaufend über die Ergebnisse informieren und Empfehlungen für Politik, Hersteller und Verbraucher aussprechen. Mit den Daten, die wir in der BfR-Meal-Studie gewinnen, können wir Lebensmittelrisiken künftig noch besser erkennen und helfen, diese zu vermeiden.